Zum größten Teil sind die meisten mit der PS5 zufrieden, aber dennoch sind das hier die nervigsten, die haarsträubendsten und die irrsinnigsten Ärgernisse, die die Gamer-Community seit dem Launch der PS5 auf Trab halten. Von Lüfterlärm zu Überhitzung, Spulenfiepen und mysteriösen Controllergeistern. Das hat Sony ins Schwitzen gebracht und so haben sie versucht, die Wogen zu glätten. Die Knappheit von Next-Gen-Konsolen wie der PS5 oder Grafikkarten wie Nvidias RTX 3000er Serie wird noch eine ganze Weile andauern. Sony finally sent me a link to buy a PlayStation 5. A leaked quote from a senior executive at Sony that expects the PlayStation 5 shortage to last until 2022. Die Frage nach der Verfügbarkeit der PS5 ist somit eine der am häufigsten gestellten Fragen und Kommentare hier auf diesem Kanal. Als die PS5 Ende 2020 auf den Markt kam, war das Ergattern einer dieser begehrten Konsolen eher ein Lottogewinn als eine reale Kaufmöglichkeit. Die globale Halbleiterkrise und fortwährende Produktionsengpässe machten die PS5 zu einer urbanen Legende. Überall ausverkauft und wenn doch mal welche online auftauchten, waren sie schneller weg, als man Restock sagen konnte. Emotional damage! Dieses Phänomen verwandelte die ganze Sache in eine regelrechte Odyssee mit Horden von enttäuschten Gamern, die stundenlang auf Ladenrefreshs harrten, nur um mit leeren Händen dazustehen. Die Ironie des Ganzen? Diese Konsole sollte eigentlich das Tor zur zukünftigen Gaming-Welten öffnen. Stattdessen wurde der Kaufprozess selbst zum Endgegner. Ehrlich gesagt, das war eine ziemliche Blamage für das Unternehmen Sony. Man hätte eigentlich meinen können, sie würden die Nachfrage besser einschätzen und entsprechend planen. Wer hätte gedacht, dass der schwierigste Bosskampf der PS5 das Finden einer Konsole sein würde? Neben der epischen Quest überhaupt eine PS5 zu ergattern, gab es noch eine weitere unerwartete Hürde für die glücklichen neuen Besitzer. Wait for it. Die Lüftergeräusche. Einige Benutzer fanden heraus, dass ihre brandneue Konsole mehr einem Düsenjet glich als einem modernen Gaming-System. Abhängig von Modell und von Herstellungscharge bzw. je nach eingebauten Lüfter variierte das von leisem Säuseln bis zur Turbinenleistung. Sometimes may be good, sometimes may be Ziemlich nervig, wenn man bedenkt, dass man gerade eine gute Stange Geld für die neueste Technik hingelegt hat. Nur um dann beim Spielen von der Geräuschkulisse eines startenden Flugzeugs übertönt zu werden. Sony, anscheinend peinlich berührt von diesem Fauxpas, schaltete schnell in den Problemlösungsmodus und begann das interne Design der PS5 zu überarbeiten. Verschiedene Revisionen wurden vorgenommen, in der Hoffnung, die lärmerzeugenden Lüfter zu bändigen. Man könnte meinen, dass eine Firma, die es geschafft hat, eine High-End-Konsole zu entwickeln, auch in der Lage sein sollte, einen leisen Lüfter zu designen, oder? Nun, die Reise zur Geräuschminderung war anscheinend komplizierter als gedacht. Und die Spieler mussten sich eine Weile mit ihren lauten Konsolen abfinden, während Sony im Hintergrund tüftelte und werkelte. Da denkst du, du hast endlich das goldene Ticket ergattert und eine PS5 in den Händen, nur um dann festzustellen, dass der Speicherplatz der Konsole eher einem Schuhkarton gleicht als einem geräumigen Loft. Sony preist ihre PS5 mit einer 825 GB SSD an, was auf dem Papier ja erstmal nicht schlecht klingt. Aber haltet euch fest, von diesen 825 GB sind tatsächlich nur etwa 667 GB nutzbar für Spiele und für Medien. Ja, richtig gehört. Der Rest verschwindet in den mysteriösen Abgründen des Systemspeichers für Betriebssystem und für andere essentielle Funktionen. In einer Ära, in der ein einziges Spiel locker über 100 GB schlucken kann, wirkt diese Speichergröße eigentlich schon fast lächerlich. Gamer auf der ganzen Welt kratzten sich am Kopf und fragten sich, wie sie mit einem solchen Speicherplatz überleben sollen, ohne ständig Spiele deinstallieren und neu installieren zu müssen. Hat Sony denn etwa gedacht, dass wir immer noch in der Zeit von Pac-Man leben, wo Spiele in den Kilobyte-Bereich passten?
Offensichtlich ist hier jemand bei der Planung des Speicherbedarfs moderner Games nicht ganz auf dem Laufenden geblieben. Sony, liebe Leute, im Zeitalter von riesigen Open-World-Spielen und umfangreichen Updates ist mehr Speicherplatz kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Na gut, da haben wir noch die PS5 Slim Edition, die wie ein Rettungsring im Ozean des Speichermangels daherkommt. Sie packt eine ganze Terabyte SSD unter ihr schlankes und kompaktes Konsolengehäuse. Endlich etwas mehr Raum zum Atmen. Mit 1 Terabyte Speicher fühlt sich das Ganze schon weniger wie Jonglieren mit Speicherplatz an und mehr wie das, was es sein sollte. Eine Gaming-Konsole, bei der du nicht ständig darüber nachdenken musst, welches Spiel denn als nächstes den Platz räumen muss, um Platz für das neue, glänzende Spiel zu schaffen. Mit der Slim Edition scheint Sony zumindest teilweise auf die Frustration der Community reagiert zu haben, auch wenn man sich fragt, warum nicht gleich jede PS5 mit diesem großzügigeren Speicher ausgestattet wurde, von Anfang an. Sicher, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber diejenigen, die mit der Standardversion feststecken, bleibt der Speicherplatz ein ständiger Balanceakt. Als die PS5 auf den Markt kam, ließ Sony die Gamer mit einem kniffligen Problem sitzen. Die versprochene Möglichkeit zur Erweiterung des Speichers durch zusätzliche M2-SSDs war zunächst nicht verfügbar. How did they think that was okay? Stellt euch das mal vor, ihr holt euch eine brandneue Konsole, bereit eure Spielesammlung massiv auszubauen und dann kommt der Dämpfer. Sorry Leute, die Funktion kommt erst später. Echt jetzt, Sony? Aber Gott sei Dank, diese Tage des Wartens und der Frustration sind vorbei. Sony hat nachgebessert und schließlich die Unterstützung für die Speichererweiterung aktiviert. Nun können PS5-Besitzer ihre Systeme mit PCIe Gen 4 SSDs ausstatten, mit Speicherkapazitäten von 250 GB bis zu einem gewaltigen 4 Terabyte Speicherplatz. In den ersten Monaten nach dem Start der PS5 schien es fast so, als ob Sony uns nicht nur eine Konsole, sondern auch ein paar ungebetene digitale Poltergeister mitgeliefert hätte. Softwarebugs und Stabilitätsprobleme waren an der Tagesordnung. Gamer auf der ganzen Welt berichteten von Systemabstürzen, die nicht nur nervig, sondern auch manchmal katastrophal waren. Einige Konsolen wurden durch diese Bugs komplett gebrickt. No, God, please, no! Sprich, sie waren nichts weiter als teure Briefbeschwerer. Jetzt stell dir vor, du packst deine brandneue PS5 aus, startest voller Vorfreude das erste Spiel und zack, der Bildschirm friert ein und nichts geht mehr. Das war nicht nur ein kleiner Fauxpas, sondern ein echtes Desaster. Aber wir sprechen hier von Sony, einem Schwergewicht in der Tech-Welt. Und natürlich ließen die Jungs und Mädels in den Entwicklerteams nicht locker. Mit einer Reihe von Firmware-Updates haben sie die Geister dann vertrieben und die Probleme nach und nach aus der Welt geschafft. Diese Updates waren tatsächlich wie eine magische Medizin, die die kranken Konsolen dann wieder zum Laufen brachte. Heute sind die meisten dieser frühkindlichen Krankheiten der PS5 auskuriert und die Konsole läuft glatter als ein frisch geöltes Skateboard. Rückblickend war das Ganze eine ziemliche Achterbahnfahrt mit einem glücklichen Ende oder wie wir sagen, was dich nicht umbringt, macht dich härter. Dann haben wir da noch den berüchtigten DualSense Controller Drift. Ein Problem, das für ziemlich viel Aufsehen und Kopfschütteln in der Gamer-Community gesorgt hat. Jetzt stell dir vor, du bist mitten in einer intensiven Gaming-Session, du duckst dich hinter einer Deckung, um dem Feuer auszuweichen und plötzlich, ohne dass du auch nur einen Finger rührst, spaziert dein Charakter wie von Geisterhand mitten ins Getümmel. Das ist der Drift. Sticks, die denken, sie hätten ein Eigenleben und Eingaben registrieren, obwohl niemand sie auch nur berührt hat. Das Drift-Problem trat bei einer signifikanten Anzahl von Benutzern auf und sorgte für jede Menge Frustration. Gamer, die viel Geld für die neueste Konsole ausgegeben hatten, fanden sich plötzlich in einem ungewollten Tanz mit ihren Controllern wieder, der sie oft genug das virtuelle Leben kostete.
Es war nicht nur ein kleiner Bug, sondern ein echtes Ärgernis, das das Spielerlebnis erheblich beeinträchtigte. Sony musste sich dem Problem stellen und es folgten Diskussionen über Qualität und Langlebigkeit der Controller. Die Community wartete dann gespannt auf eine Lösung, denn klar, wenn du in die Zukunft des Gamings investierst, erwartest du dann auch Perfektion. Perfect. Oder zumindest einen Controller, der nicht macht, was er will. Die Antworten und Lösungen kamen dann schrittweise und Sony arbeitete daran, die Hardware-Probleme zu beheben und den betroffenen Spielern zu helfen. Das Drift-Problem des DualSense-Controllers wurde zu einem lehrreichen Kapitel in der Geschichte der PS5. Ein Hinweis darauf, dass auch die innovativste Technologie manchmal stolpern kann. Das hatte ich noch nie. Oh mein Gott, Sensation. Das Thema Überhitzung der PS5 sorgte zwar für einige heiße Diskussionen, doch im Großen und Ganzen war es mehr ein Hype als ein echtes, weit verbreitetes Problem. Sicher, einige Berichte über erhöhte Wärmeentwicklung gab es, besonders wenn die Konsole in schlecht belüfteten Räumen oder in dicht gepackten Entertainment-Centern betrieben wurde. Diese Szenarien führten zu Bedenken hinsichtlich der Langlebigkeit und der Leistung der PS5. Allerdings muss man fairerweise sagen, dass die Fälle, in denen eine PS5 buchstäblich abgefackelt ist, nicht bekannt sind. Die Konsole selbst ist robust gebaut und das integrierte Kühlungssystem leistet unter den meisten Bedingungen hervorragende Arbeit. Die einzigen Vorfälle, bei denen es wirklich zu einer Überhitzung kam, betrafen die Erweiterungs-SSD, wenn sie ohne den zusätzlich empfohlenen Kühlkörper installiert wurde. Das zeigt, dass die PS5 zwar heiß laufen kann, wenn man sie an ihre Grenzen bringt, dies aber durchaus im Rahmen des normalen Betriebs beherrschbar bleibt. Keine Panik, die PS5 wird nicht zur nächsten Grillsaison beitragen. Vielmehr ist es einfach eine Erinnerung daran, dass auch die modernste Technik ihre Betriebsgrenzen hat und man gut daran tut, Empfehlungen wie die Installation von Kühlkörpern bei SSD-Erweiterungen ernst zu nehmen. Jetzt zum Thema Spulenfiepen. What? Ein Begriff, der vielleicht nicht jedem sofort etwas sagt, aber für frühzeitige PS5-Besitzer eine echte Nervenprobe war. Spulenfiepen tritt dann auf, wenn elektrische Komponenten, insbesondere Spulen, unter Last hochfrequente Geräusche erzeugen. Stell dir vor, du sitzt tief vertieft in dein Spiel und aus deiner nagelneuen Konsole dringt ein konstantes zirpendes Geräusch. Nicht gerade Musik in den Ohren, oder? Gerade in ruhigen Spielmomenten war dieses Fiepen nicht zu überhören und störte das immersive Erlebnis erheblich. Ein leidiges Thema und einfach nur extrem lästig. Die Community war sich einig, ein Hightech-Produkt wie die PS5 sollte flüsterleise sein und die atmosphärische Dichte der Spielewelten nicht unterbrechen. Oftmals liegt das Problem an einem Kondensator im Netzteil, versteckt im Unterbau der PS5, der sich entschieden hat, sein eigenes kleines Konzert zu veranstalten. Aber Vorsicht Leute, bevor jemand die glorreiche Idee hat, das Netzteil aufzuschrauben und den störenden Kondensator eigenhändig zu ersetzen, lasst es. Stop it. Get some help. Das ist nicht nur ein garantierter Garantieverlust, sondern auch relativ gefährlich. Es gibt auch einige Reddit-Berichte, dass das Spulenfiepen weniger wird, wenn die Konsole horizontal platziert wird und man im Auflösungsmodus spielt. Aber ein Wundermittel? Fehlanzeige. Also, wenn ihr mit eurer PS5 flüstern wollt, müsst ihr vielleicht einfach die Zähne zusammenbeißen und das Summen als Teil des Abenteuers betrachten. Ein weiterer Kritikpunkt, der immer wieder zur Sprache kommt, ist das Fehlen einer Funktion zum Anlegen von Ordnern im Hauptmenü der PS5. Eine Funktion, die auf der PS4 bereits Standard war. Spieler, die eine große Bibliothek an digitalen Spielen besitzen, finden sich oft in einem chaotischen Wirrwarr von Icons wieder, das mehr nach Pixelsalat als nach einer organisierten Sammlung aussieht. Diese fehlende Möglichkeit, Spiele und Anwendungen im Hauptmenü zu kategorisieren und zu ordnen,
wirkt sich negativ auf die Benutzerfreundlichkeit aus. Und es lässt die PS5 in einem Aspekt hinter ihrer Vorgängerin zurückfallen. Es ist ein Schritt zurück in der Benutzeroberflächengestaltung, der viele fragen lässt, warum eine solch grundlegende und nützliche Funktion ausgelassen wurde. Die Community wartet weiterhin darauf, dass Sony dieses Feedback aufgreift und eine Lösung bietet, die das Navigieren und Personalisieren der Benutzeroberfläche vereinfacht. Zum Thema Personalisierung. 3 Jahre nach dem Release der PS5 ist es immer noch nicht möglich, eigene Hintergrundbilder im Menü der Konsole einzustellen. Für eine weitere beliebte Funktion der PS4, die in der aktuellen Generation fehlt. Dies mag wie ein kleines Detail erscheinen, aber für viele Nutzer ist die Möglichkeit, das Interface mit persönlichen Bildern anzupassen, ein wesentlicher Teil der Spielererfahrung. Es verleiht der Konsole eine persönliche Note und macht das Gaming-Setup zu etwas ganz Besonderem. Diese Einschränkung wird oft als enttäuschend empfunden, besonders wenn man bedenkt, dass solche Anpassungen technisch leicht umsetzbar sein sollten. Das Fehlen dieser Option wirft Fragen auf, ob und wann Sony diese beliebte Anpassungsoption wieder einführen wird, um den Fans mehr Individualität zu ermöglichen. Jetzt seid ihr dran, Leute. Lasst mich in den Kommentaren wissen, welche PS5-Probleme euch in den Wahnsinn getrieben haben. Vergesst nicht, ein Like zu geben, abonniert den Kanal, um keine weiteren Gaming-Themen zu verpassen, aktiviert die Glocke, bleibt am Ball, bis zum nächsten Mal.